Hallo allerseits und willkommen zum Kanal-Update für Mai und Juni 2020. In diesem Update schauen wir uns an, woran ich gerade so arbeite, was es Neues gibt so rund um den Kanal, was ich mir Neues zugelegt habe und dieses Mal ganz neu als Rubrik, welche Modellbauausstellungen nicht stattfinden. Der Coronavirus hält ja die Welt nach wie vor fest im Griff und das hat natürlich auch zur Folge, dass jetzt schon auf mittelfristige Sicht doch relativ viele Modellbauausstellungen abgesagt wurden. In meinem Fall eigentlich alle, wo ich hin wollte. Das ist ziemlich bitter, aber es sind halt einfach die Umstände, die das eben diktieren und ich denke, kein Veranstalter kann derzeit guten Gewissens so eine Ausstellung abhalten. Jetzt gleich Anfang Juli wäre zum Beispiel die World Model Expo gewesen in Veldhoven in den Niederlanden. Da wollte ich eigentlich hin. Das wäre ziemlich grandios gewesen, glaube ich, aber das ist verschoben auf nächstes Jahr. Schauen wir mal, ob das klappt. Eine Woche später wären dann die 6. Modellbautage Stammheim gewesen. Auch eine sehr schöne Ausstellung, die leider ersatzlos gestrichen wurde. Findet dann halt einfach wieder nächstes Jahr statt, hoffe ich doch. Und dann Ende August wäre die Euromodel Expo in Lingen gewesen. Die wurde jetzt auch schon abgesagt. Da hatte ich ja schon im letzten Update so meine Bedenken geäußert, ob das wohl klappen kann. Und ja, hat sich auch bewahrheitet, dass das dieses Jahr anscheinend nicht drin ist. Der Veranstalter meint, nächstes Jahr geht's wieder und es soll dann im Sommer in Zukunft stattfinden. Also nicht mehr im März, sondern ich weiß nicht mehr genau, ich glaube im Juni oder Juli soll das stattfinden. Schauen wir mal, was so die nächsten Monate bringen. Zum Beispiel findet Mitte Oktober in Österreich in Ried die internationale Modellbaumesse statt und da wurde schon verlautbart, dass die ganz gute Dinge sind, dass das hinhaut. Wäre natürlich toll, weil das eine meiner Lieblingsveranstaltungen ist, so im ganzen Terminkalender im Jahr. Also schauen wir mal. Vielleicht so Oktober, November, dass vielleicht noch mal was geht an Ausstellungen. Mich würde es freuen und ich denke auch alle anderen. Es ist nur eben die Frage, ob das mit den entsprechenden Auflagen, die da bestehen, auch umsetzbar ist. Warten wir einfach mal ab, wie es sich entwickelt. Wesentlich erfreulicher ist da die tolle Spende vom lieben Christoph. Der hat mir hier ein paar Sachen zukommen lassen. Da war eigentlich der Plan, dass er die Sachen mir auf der Euromodel Expo überreicht. Nachdem die aber nicht stattfindet, hat er es auf sich genommen, mir die Sachen per Post zu schicken. Vielen Dank, Christoph. Ich zeige den Leuten mal schnell, was du hier mir so zukommen hast lassen. Das sind jetzt hier zum ersten 4 Bausätze aus dieser First to Fight Reihe. Das ist ja eigentlich so ein Tabletop-Spiel, aber die Bausätze sind im Maßstab 1:72 und gar nicht mal so schlecht detailliert. Die kann man durchaus gut benutzen. Das erste ist hier ein Kfz 13. Habe ich auch in 1:35 liegen drüben von Bronco. Dann hier ein Krupp Protze. Dann hier eine polnische Zugmaschine. Wie heißt die? C4P. Kannte ich jetzt so noch nicht. Ganz interessantes Fahrzeug. Und ein Vickers 6-Tonnen Panzer. Den hatten die Polen auch im Einsatz in kleinen Stückzahlen. Dann als nächstes hier 3 Bausätze von Revell. Wobei das sind ja eher Matchbox-Bausätze in Revell-Verpackung. Hier der T34 und der M16 Gun Truck. Echte Klassiker. Und dann hier noch aus guten alten Tagen die 105 mm Haubitze von Revell. Da steht, glaube ich, nicht mal ein Maßstab drauf. Das ist noch so aus der Zeit, wo Revell Bausätze gemacht hat im Maßstab 1 zu Schachtel. Da wurden die Bausätze praktisch der Größe der Schachtel angepasst und nicht irgendwie dem Maßstab, der irgendwie zu was kompatibel sein soll. Ja, vielen Dank, Christoph. Sehr schöne Spende. Ich werde es mir allerdings erlauben, hier die 3 Revell-Bausätze dem Kinderferienprogramm zukommen zu lassen, nachdem das jetzt so Bausätze sind, die mich jetzt persönlich nicht so übermäßig reizen. Und da scheint es mir doch sinnvoller, das dem guten Zweck zukommen zu lassen. Nachdem schon gerade das Wort Ferienprogramm gefallen ist, da habe ich von der Gemeinde eine Meldung erhalten, dass das Ferienprogramm diesen Sommer ausfallen muss, wegen der Corona-Beschränkungen, die da eben gelten. Kann ich auch verstehen. Das ist ziemlich aufwendig, das Ganze zu organisieren und einzuhalten und zu kontrollieren. Und man hat auch eine große Verantwortung da als Kursleiter.
im Einzelnen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass das jetzt diesen Sommer halt einfach ausfallen muss. Es ist zwar schade für die Kinder, aber ich denke, das ist zum Wohle aller. Ich habe mir allerdings schon ein kleines Trostpflaster überlegt für die Kinder und Jugendlichen. Ja, wenn der Kurs schon entfallen muss, heißt es ja noch lange nicht, dass sie nicht Modelle bauen können. Und ich habe ja dank eurer großzügigen Spenden ein großes Lager für den Workshop mittlerweile. Und da dachte ich mir, dass ich die Teilnehmer des Kurses vom letzten Jahr einfach kontaktiere, dass die mal hier vorbeikommen und sich alle so ein Bausatz-Care-Paket abholen, damit sie wenigstens was zum Bauen haben in den Ferien. Das wäre jetzt so mein Plan. Das erscheint mir ganz sinnvoll. Wie gesagt, die Spenden sind ja da. Ich kann ja auch nur drauf sitzen, auf den Bausätzen, und da ist es einfach sinnvoller, die gleich weiterzugeben an die Kinder und Jugendlichen. Leider ist es mir nicht gelungen, seit dem letzten Kanalupdate irgendetwas fertigzustellen, wobei ein kleines Diorama schon sehr nahe dran ist. Das schauen wir uns nachher an. Aber ich habe euch noch nicht mein Panzer III und Marmon Harrington Diorama gezeigt. Dieses Diorama habe ich ungefähr vor einem Jahr schon fertiggestellt. Das war das sogenannte Geheimprojekt, was ich auch letztes Jahr in verschiedenen Kanalupdates öfter mal erwähnt habe. Und da habt ihr ja in den letzten Wochen eine ganze Videoreihe dazu gesehen. Das war nämlich der Bodybuild mit dem Panzermeister 36, was ich da veranstaltet hatte. Und da waren wir jetzt endlich in der Lage, die Videoreihe herauszubringen. Der Bodybuild hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich denke, wir konnten beide sehr viel Neues lernen. War ein guter Austausch und ich denke, das werden wir bei Zeiten vielleicht auch mal wiederholen können. So ein Panzer III geht ja eigentlich immer. Kommen wir nun zu den Projekten, die ich gerade so in Arbeit habe. Das hier ist mein Diorama zum Thema englischer Bürgerkrieg, das habt ihr ja schon oft gesehen. Da habe ich einen kleinen Fortschritt gemacht, und zwar zum einen ist die Mauer fertig versäubert und auch schon aufgeklebt, und ich habe dann hier auch noch eine Pflasterstraße gebaut. Das sind einzelne Pflastersteine von Geodesign. Die sehen eigentlich ganz gut aus, wenn man sie so einzeln aufklebt. Sind jetzt von der Größe vielleicht für 1:35 nicht ganz optimal, sind vielleicht ein bisschen groß, aber für 1:32 finde ich die eigentlich ganz okay. Man sieht auch hier am Rand, dass manche Steine etwas überstehen. Die werde ich dann noch mit dem Rahmen bündig schleifen, dass das ganz ordentlich aussieht. Ja, und dann werde ich, glaube ich, auch allmählich mal anfangen, das Gelände auszuformen. Eine weitere Sache, die ich mir noch überlege, ist, ob ich nicht vielleicht hier die Dachplatten neu mache, weil die sehen nicht so schön aus. Werde ich vielleicht abschleifen und dann selber neu aufbauen. Das ist noch so eine Option, die ich noch so im Hinterkopf habe. Am Normandie-Diorama für den 1944 Gruppenbau habe ich wenig weitergemacht. Ich habe eigentlich nur hier den Rahmen sauber verschliffen, dass das jetzt ganz ordentlich aussieht. Und jetzt kann es eigentlich endgültig daran gehen, sich hier mit der Oberseite zu beschäftigen, was auf das Diorama eben drauf soll. Da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, wie ich da weiter vorgehen möchte. Ich werde als nächstes den Baum einkleben und auch mich um die Hecke kümmern, die hier hin soll. Vielleicht ist auch hier noch eine Hecke. Und hier drüben soll ein Weidezaun hin, und das wird wahrscheinlich hier einfach nur ein Feldweg werden. Ich hatte auch mal den Plan, hier eine Pflasterstraße zu bauen, aber ein Feldweg ist eigentlich interessanter und reicht auch. Ja, ansonsten habe ich hier nichts weiter gemacht. Ich müsste eigentlich noch mehr Trümmer mir zulegen hier für den Flügel, für den Horsagleiter. Ja, aber hier besteht, glaube ich, keine Eile mehr. Der Gruppenbau ist auch schon rum. Da kann ich mir jetzt so viel Zeit lassen, wie ich will. Wesentlich mehr Fortschritte gibt es beim T34 und Stuck 3 Diorama zu vermelden. Da habe ich nämlich den T34 fertig lackiert und gealtert. Wie sich das für einen Baubericht gehört, habe ich den Bemalungs- und Alterungsprozess natürlich sehr detailliert gefilmt, und die Videos dazu sind auch schon fertig und für meine Unterstützer auf Patreon schon verfügbar als Bonusvideos für Juni und Juli. Ich möchte da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, nur so viel. Ich habe hier einfach versucht, die Bemalung und Alterung so einfach und nachvollziehbar darzustellen und zu zeigen, wie es eben nur geht, damit vielleicht auch Anfänger sich da ein bisschen was abschauen können und ihre Modelle dadurch etwas verbessern können.
Ich denke aber auch, dass es für alle anderen sehr interessant und aufschlussreich ist. Gerade beim Thema Alterung mache ich viele Dinge doch etwas unkonventionell. Ich greife auf viele Hausmittelchen zurück, also irgendwelche Pigmentorgien oder fertig gemischte Washes verwende ich so gut wie gar nicht. Das ist fast alles irgendwie selbst gemacht. Oder zum Beispiel der Schmutz, der kommt immer aus dem Garten bei mir. Also da ist jetzt zum Beispiel kein bisschen Staubpigment dran. Das ist alles auf natürlicher Basis, was ich eben so im Garten gefunden habe. So, als nächstes werde ich mich dann um das Stück 3 kümmern. Das wird dann auf ganz ähnliche Art und Weise lackiert und gealtert, wobei es da doch ein paar Unterschiede geben wird, die vielleicht ganz interessant sind, das dann später mal zu vergleichen mit meiner Vorgehensweise, die ich beim T34 angewendet habe. Aber das ist noch alles Zukunftsmusik, das lassen wir einfach so mal auf uns zukommen. Der Crusader Mark I von Itellary, den ich für den Early Days of War Gruppenbau von Delan baue, hat am meisten Fortschritte gemacht. Der ist nämlich schon so gut wie auf der Zielgeraden. Da ist eigentlich alles schon fertig, nur noch die Kommandantenfigur muss ich bemalen. Da könnt ihr in den nächsten Wochen mit einem kurzen Video rechnen, wo ich das Diorama im Detail herzeige. Und ich denke, das passt ja auch thematisch ganz gut zu dem Panzer III, den ich eben unlängst veröffentlicht habe auf dem Kanal. Als ihr das Projekt das letzte Mal gesehen habt, war das noch in der Rohbauphase und ich habe dann weitergemacht mit dem Diorama. Mir war es einfach nicht danach, den Crusader zu lackieren, ich wollte lieber am Diorama arbeiten. Ich habe das Diorama dann zuerst schwarz grundiert und die Asphaltstraße mit dunkelgrauer Farbe ein bisschen abgesetzt und den Bereich neben der Straße, wo eben der Sand und das Geröll liegt, habe ich dann mit verschiedenen Braun- und Sandtönen mit der Airbrush ein bisschen so schattiert. Danach kam ein Ölfarbenwash drauf. Das ist eher optional, braucht man nicht unbedingt, aber ich mag es eigentlich ganz gern. Und danach habe ich dann etwas Sand und Erde im Garten gesammelt und das mit Holzleim und Wasser vermischt und das dann auf das Diorama aufgetupft. Und wenn das trocken ist, dann sieht es doch ganz überzeugend aus und wirkt sehr trocken und nordafrikanisch. Der Wegweiser kommt von Miniart, da sind auch tolle Abziehbilder dabei, wo man dann eben die Schilder mit ausstatten kann. Super Sache, kann ich echt schwer empfehlen und das kommt wirklich gut auf dem Diorama. Passt auch ganz gut, weil die Ortsnamen zu dem Kampfgebiet passen, was ich hier eben darstellen will. Die Szene soll nämlich im Juni 1941 während der Operation Battle Axe spielen. Danach ging es an die Lackierung des Crusaders. Den habe ich wie sonst üblich auch mit schwarzer Acrylfarbe von Revell erstmal grundiert und danach kam das Counter Scheme drauf. Da habe ich von Life Color so ein sehr praktisches Farbset für verwendet. Da sind schon die richtigen Farbtöne drin und die sprüht man dann so nacheinander eben auf und muss dazwischen halt auch immer viel abkleben, weil dieses Counter Scheme lebt eben von diesen scharfkantigen Trennlinien. Die Abkleberei macht echt viel Arbeit und man braucht auch nicht meinen, dass das Ganze dann perfekt rauskommt, wenn man das Klebeband wieder entfernt. Es gibt immer ein paar Stellen, die man noch ein bisschen nachbearbeiten muss, wo vielleicht die Farbe ein bisschen durchgesuppt ist, aber das kann man erwarten. Das passiert einfach. Gealtert habe ich das Modell wie sonst auch mit Ölfarben. Da habe ich eine 50-50-Mischung von Smoke und Bitumen verwendet von der 502. Abteilung. Das Ganze dann stark verdünnt mit Feuerzeugbenzin und es betont die Details an dem Modell doch ganz gut. Die Lackschäden wurden mit etwas dunkelgrauer Acrylfarbe dargestellt, die teils mit einem feinen Pinsel, teils mit Schaumstoff aufs Modell aufgetragen wurde. Das wirkt auch ganz interessant, vor allem weil der Panzer eben in recht hellen Farben gehalten ist und da kommt es dann eben ganz gut zur Geltung, finde ich. Die Staubeffekte auf dem Panzer habe ich mit derselben Erde erzeugt, die ich auch auf dem Diorama verwendet habe. Da wurde die Erde dafür mit Ponalholzleim und viel Wasser vermischt und damit wurde eben das ganze Modell eingesaut und der Effekt dann eben entsprechend angepasst. Und zu guter Letzt habe ich noch ein paar Ölflecken aufs Modell aufgetragen, vor allem hinten am Ersatztank und am Motordeck und auch an einem Laufrad. Ja, das wäre so die kurze Zusammenfassung von diesem Projekt seit dem letzten Update.
Wie gesagt, als nächstes muss ich hier noch die Figur bemalen und dann ist dieses Projekt wieder vom Tisch. Und zu guter Letzt habe ich auch noch ein neues Projekt angefangen, und zwar hier eine kleine Szene, die im Herbst 1942 in Stalingrad spielen soll, mit 3 Figuren und einer Zündab KS 750 als Hauptdarsteller. Die Figuren sind alle aus Resin und sind von The Body. Das ist ein sehr guter Hersteller für Figuren, wie ich finde. Gute Details und gute Verarbeitung, muss man annähernd nichts versäubern. Also die mag ich immer ganz gern. Und da gab es eben hier so eine russische Bäuerin oder Zivilistin und dann hier sehr passend für das Motorrad eben 2 Gradschützen. Das Zündab-Motorrad ist, wie schon erwähnt, von Lion Roar. Hatte ich schon längere Zeit in meinem Lager liegen. Den Bausatz habe ich vor mehreren Jahren mal vom Guido Hopp geschenkt bekommen. Vielen Dank, Guido, nochmal dafür. Jetzt komme ich endlich dazu, das mal zu bauen. Und ich muss sagen, der Bausatz hat mich wirklich schwer beeindruckt. Die Details sind überragend. Also ich habe jetzt in dem Maßstab aus Plastik und Fotoads eigentlich noch kein schöneres Motorrad gesehen. Also das ist wirklich der Hammer. Da sind schon fotogeätzte Speichen mit dabei. Die Reifen sind toll detailliert. Auch das ganze Motorrad an sich, da ist alles dran und wird dann auch noch mit Fotoads-Teilen eben entsprechend verfeinert. Also das ist wirklich ganz großes Kino, kann ich schwer empfehlen. Ich habe das Motorrad dann auch noch ein bisschen weiter detailliert. Ich habe zum Beispiel noch ein paar Leitungen und Züge hinzugefügt aus gezogenem Gießast, um das Modell einfach noch vollends zu veredeln. Das sieht aus der Schachtel schon toll aus, aber ich fand, diese extra Meile kann ich auch noch gehen und diesen Bausatz einfach noch ein bisschen weiter veredeln. Diese zerstörte Mauer im Hintergrund des Dioramas, die ist komplett im Eigenbau entstanden. Die besteht in der Hauptsache aus einzeln verklebten Ziegelsteinen von Jovela. Das klingt erstmal nach einer ziemlich unmenschlichen Arbeit, aber es war gar nicht so aufwendig, wie man vielleicht meinen könnte. Und man hat auch den Vorteil, wenn man dann die Mauer, so wie ich, hier so ein bisschen zerstört, dass man da halt einfach eine sehr realistische Optik hat, weil es ja einfach eine richtig gemauerte Mauer ist, wo man dann, wenn man die zerbricht und zerstört, dann auch genau sehen kann, wie die innerlich aufgebaut ist. Und das kommt wirklich ganz gut. Außerdem hat man dann auch die passende Menge Schutt, die man dann hier drauf leeren kann. Der untere Teil der Mauer besteht aus einem Streifen Styrodur, der mit Moltospachtel überzogen wurde und danach eben plan geschliffen wurde und graviert wurde. Und das Ganze kommt wirklich sehr gut. Also ich denke, so kleine Mauerstücke werde ich vielleicht in Zukunft öfters selber bauen. Ansonsten, der Stacheldraht auf der Mauer ist von Plasmodel. Dieser kleine Handwagen ist, glaube ich, von Mirage. Und hier diese Schilder sind von Mini-Art. Der kleine Busch hier auf der Seite ist von Mini Natur. Da habe ich vor längerem mal hier so eine Packung gekauft. Sind mehrere so kleine Büsche drin. Das kommt eigentlich ganz gut und verdeutlicht eben auch, dass das sich im Herbst ereignet, diese Szene. Der Sockel besteht, wie alle meine Dioramensockel, aus einer Holzplatte, die außen mit Balsaholz vertefelt wurde. Innen drin wurde es dann mit Styropor aufgefüllt. Dann wurde das mit Mörtel überzogen und obendrauf dann eine dünne, feine Schicht Modelliermasse drauf gemacht. Der Sockel ist deswegen so hoch, weil ich hier vorne, wie man hier sehen kann, das Abzeichen der 24. Panzerdivision anbringen möchte und damit es eben schön aussieht, muss der Rahmen einfach etwas höher sein. Alles klar, dann schauen wir uns als nächstes noch an, was ich mir so alles an Bausätzen zugelegt habe seit dem letzten Update.
Ja, wie ihr sehen konntet, war das dieses Mal ein bisschen weniger, was ich so eingekauft habe. Das hat mehrere Gründe. Zum einen möchte ich in so unsicheren Zeiten nicht zu viel Geld ausgeben. Ja, dann hat man immer noch das Problem, dass vielleicht irgendwann mal Kurzarbeit kommt, wo man dann weniger Geld bekommt für seine Arbeit. Ja, deswegen möchte ich einfach ein bisschen sparen. Und das nächste war, ich hatte an meinem Auto, das mittlerweile 29 Jahre alt ist, eine größere Reparatur zu machen. Und ich bin doch lieber ein Mensch, der was erhält. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, diese Reparatur eben zu machen und zu bezahlen. Ich habe mich dieses Mal hauptsächlich auf Resinfiguren konzentriert. 3 Figuren, die sind im Maßstab 75 mm und ja, gehören in die Antike, ins 3. Jahrhundert nach Christus. Die sollen mal zusammen auf eine Dioramenszene kommen. Und die anderen 3 Resinfiguren von Tomisor, ja, Thema Erster Weltkrieg, die sollen dann einzeln mal bemalt werden und eben für sich stehen. Das sind auch ganz tolle Figuren. Tomisor macht schöne Sachen und da hatte ich die Gelegenheit, zusammen mit einem Kollegen eben eine Sammelbestellung zu machen. Dann wurde das mit dem Versand von England rüber auch ein bisschen billiger, deswegen ja, habe ich mir die eben zugelegt. Mein Highlight jedoch war der Panzer III von Takom, der jetzt endlich eingetroffen ist. Der war ja ursprünglich angekündigt für Ende Februar. Jetzt Mitte Juni war er da. Naja, immerhin. Gut Ding will Weile haben. Ja, den Bausatz finde ich ganz interessant. Den möchte ich ja, demnächst mal vorstellen, vielleicht in einem Video. Panzer III, das ist ja genau mein Beuteschema. Und ich habe auch schon einen Plan dafür. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr schon dazu komme, aber mein Plan sieht eben vor, den umzubauen zu einem Panzer IIIN. Und der soll vielleicht sogar Zimmerit bekommen, schauen wir mal, weil da habe ich ein paar interessante Fotos gefunden von diesen Fahrzeugen, die im Mai 1945 noch in Norditalien im Einsatz waren. Und da einen nachzubauen, fände ich ganz spannend. Gut, damit wärt ihr jetzt wieder auf dem aktuellen Stand der Dinge. Dann wisst ihr auch, was so alles auf euch zukommt in den nächsten Wochen oder was auch eben nicht, wenn wir nochmal an die ausgefallenen Ausstellungen denken. Ja, bleiben wir einfach mal zuversichtlich und optimistisch. Irgendwann wird es auch wieder anders und wir können uns wieder alle auf den Ausstellungen treffen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und frohes Basteln. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.